Los geht's endlich, es geht um Punkte, es geht um Platzierungen. Blitz Qualifying Nummer 1 in Bahrain, ich bin sehr, sehr gespannt. Im Training habe ich schon mal gemerkt, dass sich das Auto ein bisschen, also die Fahrweise ein bisschen verändert hat. Ein paar Sachen sind verändert worden. Ob sie jetzt gut sind oder nicht, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Mein Gott, das erste Rennen. Aber von den Platzierungen her wäre ich halt schon gerne im Mittelfeld, beziehungsweise auch ein bisschen weiter vorne mit dabei. Aber ich weiß nicht, ob wir am Anfang schon so gut sind. Vielleicht liegt es auch an der KI-Stärke, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich versuche hier wirklich mein Bestes. Bahrain ist nicht unbedingt meine Lieblingsstrecke. Da habe ich auf jeden Fall andere Favoriten, aber ich denke mal ganz vorne, da werden wir noch nicht mitfahren. So wie ich hier wieder rumgurke, um Gottes Willen. Platz 17, 19. Oha. Also entweder sind die Anforderungen höher geworden oder die Zeiten irgendwie ein bisschen besser und ich bin einfach noch nicht so gut. Weiß ich nicht. Muss ich ja jetzt erst nochmal wieder alles entwickeln. Ich finde es gut nach wie vor. Das finde ich eine gute Veränderung, wenn wir uns FE-Teile holen. Also wenn wir da mit unseren Ressourcenpunkten einkaufen, dass es auch quasi für beide Fahrer gilt. Nicht nur für einen Fahrer. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. So ist man, ja, im gegenseitigen Austausch und man hilft sich gegenseitig. Das finde ich ja ganz okay. Aber Blitz Qualifying, aiaiai, das wird eine richtig schlechte Zeit. Ey, Platz 19 schon mal zu Beginn. Aber egal, aller Anfang ist schwer. Ich hoffe, dass das noch wird. Platz 18, 19, da werden wir uns irgendwo einpendeln. Aiaiai, der letzte Platz. Es wird der vorletzte Platz. Platz 19. Das sieht natürlich jetzt erstmal nicht so überragend aus. Aber ich habe im Rennen auch ganz oft dann ganz viele Plätze gut gemacht. Mal gucken, ob mir das dieses Mal auch wieder gelingt. Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Und wir sehen, ganz vorne wenig überraschend, dass Max Verstappen mit Lando Norris, Oscar Piastri, ich glaube McLaren wird auch diese Saison eine richtig gute Rolle spielen, Ferrari auch, ein Kick sauber und wir natürlich hinten, das ist natürlich schwach hier, 1,30, da müssen wir noch ein bisschen zulegen, aber es ist das erste Rennen und ich hoffe vielleicht, dass wir im Rennen ein paar Plätze gut machen können. Von Position 18 geht's rein, ich muss noch manuell starten, ich mache ja sonst immer hier Automatik. Das muss ich nachher noch mal umstellen fürs nächste Rennen, dass ich hier automatisch starte und ich kann das nicht mit diesen manuellen Kuppeln, da bin ich einfach nicht für geschaffen. So, und jetzt gucken wir mal, hier mittendurch vielleicht, aber Vorsicht, keine Massenkarambolage hier machen. Vielleicht, wenn wir uns hier reinschleichen können. Oh, erste Kurve ist immer so krampf. Platz 17, 18, Achtung. Hinter Tsunoda, Magnussen, das ist natürlich nicht unser Anspruch, aber ich glaube, das wäre auch bei jedem anderen Team so gewesen, dass wir anfangs erstmal ein bisschen schlechter sind. Oh, Achtung. Meine Fahrkünste hier wieder. Ich werde auch sehr, sehr aggressiv fahren. Auf jeden Fall. Ich muss ja ein paar Plätze gut machen, aber mal gucken, wie lange das gut geht. Ich glaube nämlich wirklich, dass wir uns am Anfang... Alter, das wäre fast schief gegangen hinter Magnussen. Dass wir uns in den ersten Rennen hier so ein bisschen im hinteren Feld wiedersehen werden. Ist halt immer nur ein bisschen doof. Oh, fast hinten rauf, ey. Dass das jetzt bei Mercedes ist, das hat natürlich immer einen schlechteren Eindruck, als wenn ich jetzt bei Williams zum Beispiel gestartet wäre. Aber wie gesagt, ich muss mich ja der Mehrheit beugen. Sonst hätte ich ja diese Umfrage auch nicht machen sollen. Da hätte ich auch gleich von Anfang an entscheiden können. Wir machen jetzt bei Williams. Aber ich guck mal, vielleicht haben wir ja nach den ersten Rennen ein paar gute Upgrades zusammen. Das macht schon George Russell für uns. Und dann werden wir hoffentlich auch ein bisschen stärker und auch ein bisschen schneller, weil wir sind, glaube ich, das drittstärkste Team im gesamten Teilnehmerfeld, also so vom Setup her. Also da muss ich natürlich einiges mehr erwarten. Ja, als hier hinter Ocon zu sein und Ricciardo und Magnussen, das ist ja nicht unser Anspruch, aber die ziehen uns schon mal davon. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Ah, ich dachte, das gibt's ja mehr erst ab Runde 3. Gibt's das schon ab Runde 2 jetzt? Wohl, offensichtlich, okay. Bin auch gespannt, die KI, weiß ich auch nicht, wie sich die verhält. Müssen wir auch mal gucken. Aber wir sind halt mit DRS oder beziehungsweise ohne DRS gerade mal 300 km/h schnell. Das ist jetzt, wenn man es mal auf Formel 1 Ebene vergleichen möchte, eigentlich gar nicht so schnell. Also gerade für Mercedes-Verhältnisse. Aber ich möchte halt schon, oder ich muss halt auch unter die ersten 10 oder ein gutes Ergebnis liefern. Ansonsten verliere ich halt auch Wertung, also Gesamtwertung und Erfahrung und so weiter. Dann wird meine Ultimate Team Karte ganz schön schlecht. So möchte ich das jetzt mal sagen. Aber wir sind ja gut dabei. Ich glaube 14.
für den Auftrag ist gar nicht so verkehrt. Den Anfang habe ich eh nie hinbekommen. Also ich war auch bei meinen anderen F1-Karrieren am Anfang immer erstmal ein bisschen schlechter, bis man sich dran gewöhnt hat und so weiter, bis das Auto mal ein bisschen besser gemacht wurde. Da habe ich schon einige Zeit gebraucht. Von daher lasse ich mich hier nicht unter Druck setzen. Wir machen einfach weiter, wir fahren unser Ding hier runter. Im besten Fall gewinnen wir noch 1, 2, 3 Plätze. Das war also zumindest nur die ersten 10. Aber ich glaube, mit dem Auto ist das noch nicht möglich. Auch wenn sie es hart anhört, ich glaube, das ist noch nicht möglich mit dem Auto. Jetzt kommt Ocon von hinten. Und ihr seht, mit DRS, mit ERS, wir kommen gerade mal auf 315, 317 km/h. Das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir können es nicht ändern. Ich muss mich hier mit Mann und Maus verteidigen. Und ich werde von Ocon geholt. Ey, das ist ja Wahnsinn. Also jetzt no disrespect hier an jeden Fahrer und an jedes Team. Aber trotzdem, das ist, glaube ich, nicht der Anspruch von Mercedes. Aber wenn ich natürlich auch fahre wie eine besenkte Sauna, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn das so aussieht, wie es ausschaut. So, jetzt mal gut rauskommen aus der Kurve, vielleicht ein bisschen näher ran, aber es bringt ja nichts, weil Hülkenberg kriegt ja auch DRS. Ocon habe ich eine halbe Sekunde hinter mir. Ich bin quasi an Hülkenberg schon vorbei. Ich muss jetzt auf die richtige Situation warten. Auf den richtigen Moment. Und mit dem ER ist klar, dass das am Anfang immer schneller verbraucht. Ist halt alles neu. Alles am Anfang. So, und jetzt mit den paar ERS, die ich hier noch habe, die paar Prozent habe, ich komme weiterhin vorne nicht ran. Jeweils eine halbe Sekunde Vorsprung und Rückstand. Keine Chance. Ich komme mir vor wie so ein Amateurfahrer hier, ey. Oh, Achtung, Hülkenberg. Ja, ein bisschen gestupst. Ich habe schon mal angedockt hinten, habe schon mal Hallo gesagt, dass ich eigentlich gerne vorbeifahren möchte. Jetzt habe ich den Zweikampf mit Ocon, ey. Und dieses Lenkverhalten in den Kurven, das haben sie, glaube ich, beibehalten. Das haben sie im letzten Spiel geändert. Also, dass man besser, wenn man so eine engere Kurve hat, von links nach rechts und von rechts nach links rüberziehen kann. Das wird in Mexiko auch ganz, ganz spannend zu sehen sein. Und halt mit dieser Fahrerwertung, dass man jetzt verschiedene Bereiche hat, auf die man achten muss, und auch mit den Verträgen, dass das ein bisschen detaillierter gemacht wurde. Diese ganzen Fahrerassistenten, also Spezialisten, die man dann auch pro Wochenende ja immer in Anspruch nehmen muss, damit man Ressourcenpunkte bekommt. Das ist eigentlich eine gute Neuerung, das finde ich auch ganz okay. Und alles andere liegt halt an einem selber. Wieder über die Streckenbegrenzung. Ich werde nach wie vor vorne nicht rankommen. Nee. Auch nach dem Boxenstopp, glaube ich, wird er sehr, sehr wild. Aber trotz Feld ist trotzdem noch sehr, sehr eng zusammen. Also ist jetzt niemand, der vorne mal 3-4 Sekunden ausbricht. Also weder Verstappen noch Sergio Perez oder sowas. Ja, und ich werde Ocon leider, glaube ich, vorbeiziehen müssen. Lassen. Nee, oder auch nicht. Ich verteidige das noch gut. Oder wir müssen halt im Boxenstopp-Fenster schnell sein. Oder je nachdem. Oh, ein bisschen zu spät gebremst. Da habe ich jetzt unten... Ocon zieht an mir vorbei. Ich habe jetzt kurz unten auf die Map geguckt. Und schon ist Ocon vor uns, aber den Platz holen wir uns wieder. Da ziehen wir jetzt mal ganz, ganz außen hier vorbei. Ganz eng rein in die Kurve. Gegen alle Regeln der Formel 1 wahrscheinlich, ey. Ich mache hier Körpereinsatz, ich fahre die Ellbogen aus. Wenn die KI das kann, dann können wir das schon lange. Und wir wechseln, glaube ich, auf die harten Reifen. Wir hatten auch Mediums oder Mediums und Hard wäre die andere Variante. Ich glaube, Hard ist dann unser nächster Reifensatz.
Gut, wir haben wieder ein bisschen aufgeholt, halbe Sekunde Vorsprung, aber ihr seht, das ist alles sehr, sehr mühselig. Aber das muss man am Anfang machen. Man muss, glaube ich, am Anfang erstmal ein bisschen Scheiße fressen, wie es auf Deutsch heißt, um dann hinterher die Lorbeeren Sei vorsichtig. zu ernten. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Ja, unten den Text muss ich auch mal ausmachen. Also ich muss nicht immer lesen, was sie da sagen. Ich verstehe deutsche Sprache gut. Hier komme ich eigentlich immer ganz gut raus, aber dann auch irgendwie nicht. Dann fehlt mir so ein bisschen der Antrieb, irgendwie wegzukommen. Ich glaube, nächste Runde sind wir so weit, dass wir in die Boxengasse fahren. Dann sind 7 Runden rum, die Hälfte. Aber wie gesagt, es ist niemand hier, der von vornherein schon wegfährt, auch Verstappen Okay, hör nicht. zu. Der Motor läuft sehr, sehr heiß. Der Motor Aha. läuft heiß. Wir sollten versuchen, ihn etwas abkühlen zu lassen. Achte darauf, dass der Motor nicht länger als 10.000 Sekunden pro Runde, also 10.000 Umdrehungen pro Runde, über 135 Grad liegt. Ah, okay. Und wahrscheinlich, wenn ich das schaffe, dann kriege ich auch wieder eine Belohnung. Ja, 135 Grad. Und das muss ich jetzt über die nächsten 1,5 Runden hinkriegen. Und je mehr Sekunden oder wie, das verstehe ich nicht. Je mehr Sekunden, desto schlimmer oder wie? Naja, wahrscheinlich. Okay, ich fürchte, Ja. wir haben nicht das erreicht, was wir wollten, aber Kopf hoch. Konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Aber was hätte mir das denn gebracht? Das wäre auch mal ganz schön gewesen. Also, wenn ich das erreicht hätte, wäre irgendwas passiert im Rennen? Oder hätte ich auf einmal einen Boost gekriegt, mitten im Rennen? Das Ich Boxenstoppfenster weiß hat es ja sich nicht. geöffnet. Und wir kriegen Mediums. Ich weiß ja nicht, was passiert wäre. Da muss ich mich auch nochmal reinfuchsen. Oder ihr schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das schon wisst. Also ist das jetzt in jedem Rennen so? Oder hängt das mit dem Spezialisten zusammen? Also warum gerade der Motor? Ich meine, er hätte ja auch sagen können, ja, achte darauf, dass der Reifenverschleiß nicht so Dein hoch ist. Vordermann hängt sich allmählich ab. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 4,6 Sekunden. Ja, mein Vordermann hängt mich jetzt nicht ab, ne? Es ist ja nur eine halbe Sekunde. Je nachdem, ob er jetzt in die Boxengasse geht oder nicht. Aber wenn das jetzt auch eine Neuerung ist, ich meine, ich kann auch wieder so viel rein interpretieren. Warum hat er den Motor angesprochen? Er hätte ja auch die Reifen ansprechen können. Oder, was weiß ich, verbrauche nicht mehr als 50% ERS jetzt in dieser Runde oder so. Ich meine, ist ja ganz schön, wenn das eine zusätzliche Herausforderung ist im Rennen. So eine Challenge, wenn man dann dementsprechend belohnt wird, dann gehe ich da auf jeden Fall mit. Aber dazu müsste ich mir das halt nochmal durchlesen, beziehungsweise im Schnitt dann hinterher nochmal gucken. Vielleicht hängt das ja wirklich mit dem Spezialisten zusammen, aber das ist eine Vorgabe gewesen. Keine Ahnung, wie im Vertrag steht, weiß ich doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Aber das macht er ja alleine, ne? Da muss ich jetzt nichts machen. Das habe ich, glaube ich, schon eingestellt, dass er selber in die Boxengasse fährt. Sonst fahre ich gleich mit 300 km/h auf 3-4 Fahrer hier rauf. Wir gucken mal. Ansonsten habe ich halt verkackt. Ne, der macht das, glaube ich, von alleine. Jawohl. So, jetzt muss ich hier richtig einbiegen. Wie gut, dass wir unsere Boxengasse direkt hier vorne haben. Optimal 2,5 bis 2,5 Sekunden. Na komm, hopp, hopp, hopp. Losfahren, losfahren. Jawohl. Das ist perfekt gelaufen. Wir sind stolz auf dich und die Crew. Mal gucken, ob wir uns ein paar Plätze dadurch erhaschen konnten. 2,4 Sekunden. Wir sind 15. Ja gut, nicht wirklich viel. Aber die anderen müssen ja auch noch rein. Von daher habe ich auch gute Hoffnung und ein gutes Gefühl, Die Reifen sollen schließlich ein bisschen warm werden. dass wir eventuell doch noch ein paar Plätze dadurch gewinnen, dass die anderen dann reingehen. Dazu müsste ich jetzt aber eine gute Runde fahren. Guangzhou in dem neuen Team. Kick Sauber heißen die, glaube ich, ne? Und dann haben wir noch irgendwas mit Visa Cash RB oder so. Keine Ahnung, ey. Da sind mehr Markennamen drin als irgendwas anderes in dem Teamnamen. Dein ERS ist fast aufgebraucht. Du kannst die ERS-Modi in der MFA verwenden oder vom Gas gehen und die Bremse betätigen, um es manuell aufzuladen. Genau, so wie in den letzten Spielen auch, nur dass mir das jetzt hier gesagt wird, wahrscheinlich in jedem Rennen. Also bitte, ich hoffe, dass mir das nicht in jedem Rennen gesagt wird, ich weiß das. Das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt, dass man das ERS gewinnen kann, indem man entweder vom Gas geht, ja, oder halt bremst. Ich habe jetzt knapp 30% und das verbraucht halt wahnsinnig schnell, also es ist wahnsinnig schnell leer. Ist aber am Anfang immer so. Ja, nach einer Saison war es dann meistens schon ein bisschen besser. Deswegen hoffe ich, dass George Russell da uns ein paar Upgrades holt. Er ist nämlich jetzt in der Boxengasse. Gut, das wird er schaffen, vor uns rauszukommen.
Es werden leider auch noch ein paar andere schaffen. George kommt in die Boxengasse. Tja, also ich werde wahrscheinlich 2-3 Plätze gewinnen im besten Fall. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt 2-3 Plätze. Ich wollte mich jetzt auch nicht von Guanju hier überholen lassen. Das wäre ein bisschen bitter. So, es sind noch ein paar Fahrer drin. Die kommen jetzt alle raus. Durch meinen guten Boxenstopp gucken wir mal. Vielleicht gewinnen wir ja doch ein paar mehr Plätze. Wir sind 12. Oh ja, das kann noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Achtung! Bottas und Stroll. Vielleicht kann ich mich hinter Stroll einordnen. Ja, und wir sind 10. Jawolski, guck mal hier an. Was ein guter Boxenstopp doch alles machen kann. Ne? Jetzt muss ich aber verteidigen. Jetzt muss ich aber hier verteidigen. Oder mich gegen Stroll nochmal durchsetzen. Jetzt kommt es drauf an. Hier die letzten Runden. Jetzt kommt noch mal ein bisschen Hektik hier auf. Jetzt muss ich den kühlen Kopf bewahren. Platz 10 nach Hause bringen und einen Punkt. Zum Auftakt wäre gar nicht so verkehrt. Da ich da von Platz 18 gestartet bin. Und da ja meine Hintermänner auf Hard unterwegs sind, würde ich einfach sagen, dass ich die besseren Reifen habe. So spontan, oder? Ist man auf Mediums nicht schneller unterwegs als auf Harten? Aber wobei Guanju hat Hard. Ja, Bottas nicht. Bottas fährt auch mit Mediums. Also ich glaube, es geht jetzt hier um Platz 10. Ich glaube nicht, dass wir vorne Stroll noch irgendwie gefährlich werden können. Der ist irgendwie total in seinem Element drinne. Der zieht uns schon fast eine Sekunde weg, aber hinten Bottas eine halbe Sekunde. Ja, das wird, glaube ich, auch nichts werden. Also ich habe so das Gefühl, dass er uns irgendwann nochmal überholt. Wir haben noch 5 Runden. Das ist viel zu lange. Oder vielleicht passiert ja vorne nochmal, weißt du jetzt? Leclerc gegen Sainz. Die beiden Ferrari da unter sich. Ja, und Bottas werde ich leider ziehen lassen müssen. Das kriege ich nicht hin. Nee. Und dann wird wahrscheinlich auch Guanju der nächste sein. Achtung, Bottas, wenn ich früher bremse, vielleicht kann ich hier innen vorbei. Ja, Trick 17. Dann halt wieder außen. Ich habe jetzt nämlich DRS und er nicht. Aber selbst mit DRS und Windschatten, guck mal, ich habe Schwierigkeiten, überhaupt hier an ihm dran zu bleiben. Das ERS schon, also sollten wir es jetzt aufladen. Aha, lade das ERS auf. Okay, ich lasse es jetzt mal aus. Für die beiden verbleibenden Runden. Jetzt bin ich gespannt, wenn wir das schaffen, was wir dann kriegen. Und ich bin halt gespannt, ob das wirklich mit diesem Spezialisten zusammenhängt oder ob das einfach jetzt auch neu ist, dass man im Rennen verschiedene Vorgaben hat. Fände ich eine ganz coole Neuerung, wenn man dann dafür belohnt wird, wenn man Ressourcenpunkte kriegt oder was weiß ich, man kriegt nochmal einen Boost, so 20, 30 km/h schneller. Aber es geht natürlich sehr, sehr langsam. Und das ERS, das verbraucht auch, wenn ich es gar nicht benutze. Müsste also mehr vom Gas gehen und mehr bremsen wahrscheinlich, ne? Es verbraucht ja trotzdem, das ist schwer, hier die Waage zu halten. Das heißt, er verlangt quasi von mir, dass ich jetzt meinen 10. Platz abgebe. Punkt 23, 22%, das geht halt auch runter. Aber ich habe ja noch 2 Runden Zeit. Vielleicht, wenn ich hier oft genug bremse. Das ist ein schmaler Grat. Das ist halt ganz, ganz schwierig jetzt. Ich muss sparen, aber auch auf der anderen Seite mich verteidigen gegenüber Bottas und Guanju. Ich habe gedacht, oh geil, 47% werde ich ja irgendwie hinkriegen. So, jetzt vielleicht. Ich glaube, das werde ich auch nicht schaffen. Das ist auch eine Vorgabe. Achtung, Bottas. Oh mein Gott, der zieht auch nicht zurück, ne? Das ist so wie ich. Oder die KI generell, die ist so wie ich. Die zieht einfach durch. Die nimmt gar keine Rücksicht. Und wir haben noch 2 Runden Zeit. Okay, 1,7 verbleibende Runden. 2,7 Sekunden. Mich würde gerne mal interessieren, was würde denn passieren, wenn wir das Ganze schaffen? Ich will jetzt aber auch nicht unnötig hier meinen Platz abgeben. Dann hole ich lieber einen Punkt und warte, bis wir eine Vorgabe haben, die wir realistischerweise erreichen können. Ja, wir sind jetzt schon bei 30%, 32%, aber natürlich... Boah, wir müssen noch 17% irgendwo herholen. Wie? Wie sollen wir das schaffen? Vorher bremsen oder beziehungsweise vom Gas gehen und dann rein, sliden in die Kurve. Das ist ganz, ganz schwer. 30% ist schon wirklich das höchste der Gefühle und ich brauche das gleich alles, um mich zu verteidigen. Ich kann da nichts machen. Ich kann Bottas immer nur wieder abblocken. Aber das wird nichts bringen. 0,2 Sekunden dahinter ist schon
glaube, Sainz ist der 14. Ist der nach hinten? Nee. Ich kann nur versuchen. Nee, das funktioniert nicht. Ich muss mich mit ERS verteidigen. Es tut mir leider leid. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Den Platz können wir uns noch zurückholen. Ja, natürlich macht er einen Fehler, indem er gleich in mich reinfährt. Ja, schade. Also auch diese Vorgabe werde ich nicht schaffen, aber es war nicht zu verhindern. Ich muss das hier verteidigt kriegen. Guckt euch das mal an, wie ich hier genatzt werde. Wirklich. Aber ich habe die Hoffnung, beziehungsweise ich habe einfach diese Theorie, dass das auch mit jedem anderen Team jetzt so passiert wäre. Das wäre auch selbst mit Red Bull wahrscheinlich passiert. Es liegt am Fahrer. Da ist dann egal, mit welchem Team ich starte. Ich bin nicht mal annähernd auf 40% oder beziehungsweise das höchste der Gefühle waren 30%. Das werde ich nicht schaffen, nee. Sorry, die Vorgabe, die war leider auch mir noch zu hoch, aber irgendwann schaffe ich es, dann regeneriert sich das ERS ja auch schneller und wird halt auch langsamer verbraucht. Das ist einfach so. Ich bin zwar kein F1-Experte hier und der größte Technik-Freak und Systementwickler, aber ich glaube, ich habe ein bisschen gelernt aus den letzten Spielen, um das hier richtig einschätzen zu können. So, wir haben noch 2 Runden jetzt zu überstehen. Mit wenig ERS, mit ganz schön vielen Konkurrenten hinter uns. Ich weiß gar nicht, wie das gut gehen soll. Gut, ich fürchte, wir haben unsere Ziele nicht ganz erreicht. Tja, schade. Mach dir darüber keine Sorgen. Kopf hoch. Konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Gut, dass wir jetzt, wie gesagt, Guanju und Bottas hinter uns haben. Achtung. Aber wir kriegen DRS, weil wir zwischenzeitlich hinter ihm waren und er nicht, ne? Aber er ist trotzdem schneller. Guckt euch das an. Ich versuche ihn wirklich rauszudrängen, aber es wird nichts nützen. Nee. Jetzt geht es wirklich nur darum, hier das mit Mann und Maus zu verteidigen. Egal wie. Dann nehme ich auch hier keine Rücksicht auf irgendjemanden. Platz 10 ist natürlich trotzdem nicht gut. Das wird uns, glaube ich, in unserer Erfahrung auch nicht so viel bringen. Also wir werden wahrscheinlich da ein paar Abzüge kriegen. Bei Ausdauer oder bei Konzentration, glaube ich, ne, gibt es ja auch einen Bereich. Und dann halt die Gesamtwertung. Da haben wir momentan eine 65. Beziehungsweise eine 60 und 69 ist das Ziel am Ende der Saison. Aber gut, komm, die letzten Runden, die letzten Meter. Und dann wären wir vielleicht auch Fahrer des Tages. Da können wir uns nichts verkaufen, aber es steht dann so in meinem Lebenslauf drin, wenn ich jetzt nicht hier die Grenzen nochmal überschreite. Ja, schönes, entspanntes Auftaktrennen hier in Bahrain. Wie gesagt, das ist eh nicht so meine Favorite-Strecke. Die habe ich auch nie gut ausgesehen, zumindest in der ersten Saison. Oh, jetzt hat Bottas auch ein bisschen Federn gelassen, 0,8 Sekunden. Wir nähern uns einem der Aston Martins. Letzte Runde, los, letzte Runde. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 3,7 Sekunden. Vor allem, ich näher mich meinem Vordermann. Also das sind auch schon wieder Aussagen, Jeff, dafür könnte ich dich wieder ohrfeigen, weil das stimmt mal überhaupt nicht. So, jetzt kommt er natürlich wieder ran. Das ist Wahnsinn, wie der aufholt, ne? Der hatte aber auch gerade DRS gehabt, ganz klar. So, letzten Meter jetzt hier. Holt dich. Wir müssen uns sputen. Vielleicht muss ich auch noch was bei den, weiß ich nicht, bei den Fahrhilfen ausstellen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie immer ein bisschen abgebremst werde, nachdem ich hier rausfahre aus der Kurve. Oder vielleicht ist das einfach so, ich weiß es nicht. Muss ich mich nochmal nach dem Rennen mit beschäftigen, intensiv. So, jetzt kommt gleich nochmal eine etwas längere Gerade da. Die muss ich noch überstehen und dann habe ich es. Dann mache ich auf den letzten Metern das ERS an und dann gib ihm. Dann haben wir einen 10. Platz. Ist zwar nicht ganz das, was unser Teamchef Toto Wolff wahrscheinlich möchte, aber das ist mir jetzt im Prinzip am Anfang egal. Ich möchte erstmal reinkommen, unser Auto dementsprechend verbessern und die Ergebnisse, die kommen dann später immer noch. Also Sergio Perez gewinnt vor Verstappen wahrscheinlich und vor Russell und wir springen von 18 auf 10. Ein super Auftakt, finde ich. Eine erstaunliche Teamleistung hat hier in der Wüste zum Sieg geführt.
Es ist immer toll, wenn man mit einem Sieg in die Rennsaison startet. Das ist gut für das Selbstvertrauen und für die Zukunft. Ein guter Einstieg ist enorm wichtig und das ist heute gelungen. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. By the way, ich finde es gut, dass sie nicht mehr so lange labern. Das ist mir aufgefallen direkt. Aber zweiter Punkt, warum ist Max Verstappen Fahrer des Tages? Der hat einen Platz verloren. Ey, wollen die mich verarschen? Ich bin von 18 auf die 10 vor, habe mein Leben riskiert für den Verein, für den Club hier. Und Max Verstappen wird auf einmal wieder Fahrer des Tages. Aber wie gesagt, wir haben einen Punkt geholt. Das ist das höchste der Gefühle. Wichtig ist halt jetzt, dass das Auto schnell besser wird. Also, dass ich so auf dem Niveau von Russell bin. Das wäre ganz geil, wenn ich so 5., 4., wenn ich da immer so mitfahre. Das wäre eigentlich ganz geil. Aber sonst irgendwelche Überraschungen? Ich glaube, fürs erste Rennen, was willst du da sagen? Logan Sargent. Ricciardo. Ist hier irgendein neuer Fahrer eigentlich dazugekommen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Sargent war auch schon mit dabei. Naja, also 10. Platz ist okay. Und weiter geht's. So, jetzt haben wir hier immer diese Rivalität unter den Teammitgliedern. Das war ja auch nicht viel anders als im letzten Spiel. Bisschen halt anders grafisch aufgezeichnet. Oder aufgezeigt. 6 von 6. Ja, gut, da hat uns George Russell mal eine kleine Lektion erteilt. Dann hier diese Wertung. Da kriegen wir, ja, überraschenderweise ein paar mehr Punkte. Gut, bei Konzentration, das liegt wahrscheinlich an der, das hat gerade ganz kurz gehakt, das liegt wahrscheinlich an der Platzierung vielleicht. Aber wir hatten gutes Tempo, Aufmerksamkeit drin. Wir sind jetzt auf eine 66. Ich glaube, wenn das weiterhin so schnell geht, dann sieht das doch gar nicht so verkehrt aus. Was haben wir hier? Wo sind wir weiterhin bei 33%? Dann haben wir den Fertigungsexperten. Da haben wir ja auch die Sachen, die wir machen müssen, haben wir ja geschafft. Ne? Nimm an 3 Sessions am Rennwochenende teil oder überspringe bzw. simuliere sie. Das haben wir auch geschafft. Jetzt ist es halt wichtig zu sehen, wie das halt dann fürs nächste Rennen ist. Ob wir da auch verschiedene Experten wieder installieren können. Jetzt sind wir erstmal wieder an der schicken Fahrerzentrale, wo alle wieder auf ihrem Rechner das machen, nur nicht das, was sie machen sollen. Wahnsinn. Neuer Einspieler. Geil, neue Sequenz. So. Back in Business, würde ich sagen. Was ist es hier beim Spezialisten? Reißt in 2 Wochen ab. Okay, jetzt haben wir hier bei jedem, voll viele Mitarbeiter. Wir haben eine Strategieanalystin, wir haben eine Planerin, wir haben einen Triebwerksberater und wir haben eine Windkanal-Ingenieurin. Mein Gott, was gibt es hier alles für Berufe? So, was haben wir hier als Ziel? Schließe eine Runde mit mindestens 2 verschiedenen Autosetups ab und überhole 5 Autos in einem Rennen auf der Strecke. Schlusslichter nicht inkludiert. Also das heißt im Prinzip, wenn wir jemanden überrunden, beziehungsweise der Letztplatzierte zählt nicht. Habe ich so das Gefühl, dann kriegen wir nicht bei der Aero ein paar Upgrades. Was haben wir denn hier beim Triebwerksberater? Schließe bei einem Rennen besser ab als das andere Teammitglied. Okay, das wird schwer. Und benutze während eines Rennwochenendes den ERS-Modus überholen für 35 Sekunden. Ja, wenn ich denn so viel Energie habe, dann könnte ich das machen. Also es sind sehr schöne... Vielleicht war das auch vom Fertigungsexperten. Kann das sein, dass wir während des Rennens seine Vorgaben bekommen haben gerade? Das wusste ich gar nicht. Dann haben wir hier, erhalte am Rennwochenende weniger als 3 Verwarnungen. Okay, das könnte ich hinkriegen. Schließe 5 Runden während eines Rennwochenendes ohne Strafen und Verwarnungen ab. Das sollte ich hinkriegen. Das ist, glaube ich, auch nicht so schwer. Das haben wir hier bei der... Achso, die kehrt in 2 Wochen erst zurück. Und dann haben wir hier noch die Strategieanalystin. Verdiene am Rennwochenende 5 Meisterschaftspunkte. Okay. Schließe eine gefahrene Runde in 2 verschiedenen Sessions ab. Mein Gott. Das sollte ich auch irgendwie hinkriegen. Also da sind auch Herausforderungen dabei. Die sind auf jeden Fall machbar. Vor meinem Teamkollegen landen, das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen. Also ich werde den Triebwerksberater wahrscheinlich enttäuschen. Aber wir gucken jetzt erstmal. Ressourcenpunkte haben wir auch wieder dazu bekommen.
Und dann haben wir das nächste Rennwochenende. Ich will jetzt nochmal ganz kurz bei den Einstellungen reingehen. Und zwar bei Fahrhilfen. Da möchte ich nochmal ein paar Sachen verändern. Schwierigkeit ist okay, da können wir auf 89 lassen. Fand ich okay. Und zwar, wo haben wir das denn hier? Genau. Und zwar möchte ich die Rennstarts einmal unterstützt machen. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich in den Kurven, wenn ich Gas geben wollte, dass ich da immer so ein bisschen gebremst wurde. Wo kann ich das denn machen? Schwierigkeit, Fahrhilfen, mal gucken. Die Blockiersystem, Traktionskontrolle komplett. Diese Fahrhilfe verringert die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto beim Beschleunigen an Bodenhaftung verliert. Ja, nee, das hatte ich immer komplett. Bremsassistent mache ich mal aus. Die Linie, das hat damit nichts zu tun. Boxenstopp-Assistent auch soweit. Okay. DRS-Hilfe mache ich auch mal aus. Das kann ich auch manuell mit Y machen. Ja, ich glaube, das war's, ne? Regeln und Flaggen, das brauche ich nicht. Schwierigkeit, wie gesagt, ist okay. Was haben wir hier bei Simulationseinstellungen? Nee, Rennstarts unterstützt. Das ist mir halt wichtig. Bei diese manuellen Starts, ich glaube, das musst du mit dem Lenkrad machen. Das ist mit dem Controller, ist das einfach Mist. Das ist einfach totaler Käse. So, dann gehen wir zum Rennwochenende Nummer 2 in Jeddah. Heißt es doch, ne? Saudi-Arabien, auch eine coole Strecke eigentlich, aber sehr, sehr eng, gerade im Sektor 1, Sektor 2 und dann diese lange Gerade zum Schluss. Das kann Spaß machen, auf jeden Fall. Mal gucken, wie weit wir in der FE sind. Das sind halt immer so Sachen, die sind halt jetzt sehr, sehr entscheidend. So, hätten wir also auch 13 Runden Blitzqualifying. Okay, wir fahren auch wieder nachts. Wetterbedingungen sind auch soweit okay. Was haben wir jetzt hier? Ja gut, Ziel verfügbar, das muss ich jetzt nicht hier unbedingt anwählen. Du siehst deine ausgewählten Ziele und kannst sie während des Wochenendes einsehen. Nach dem Rennen erhältst du eine Übersicht darüber, welche Ziele du erreicht oder verfehlt hast und welche Fortschritte du in Bezug auf die Stufen deiner jeweiligen SpezialistInnen gemacht hast. Wenn du ein Ziel nicht erreichst, verlierst du deinen Fortschritt. Also wähle Ziele, die du glaubst erreichen zu können. Kurz gesagt, sei nicht zu gierig. Genau, das ist ja das was auch, glaube ich, der Levin, jetzt erinnere ich mich, der Levin hat gesagt, ich muss diese Ziele vorher mir setzen, also auswählen, ansonsten, ja, bringen die nichts, ansonsten werden die nicht ausgeführt oder man kriegt da nicht die Belohnung dafür. Jetzt muss ich halt mal gucken. Wahrscheinlich kann ich mir für jeden Spezialisten ein Ziel ausruhen. Also was ist hier realistisch? Ich glaube, dass ich mit eine Runde mit mindestens 2 verschiedenen Setups. Also muss ich dann während der Runde das Setup wechseln oder wie? Und überhole 5 Autos in einem Rennen. Ich glaube, das ist realistischer am Start. Dann mache ich mal das hier. Das würde ich jetzt mal auswählen. Ziel gesetzt. Dann machen wir bei dem Triebwerksberater, glaube ich, das hier. Das ist realistischer als besser abzuschneiden als Russell. Das werde ich nicht hinkriegen. Das ist das, was Levin meinte, genau. Ich habe mich nämlich gewundert, wo muss ich Ziel festsetzen? So, was machen wir hier? Erhalte am Rennwochenende weniger, das ist eigentlich egal. Schließe 5 Runden während eines Rennwochenendes ohne Strafen ab. Gut, das zählt natürlich auch. Grenzüberschreitungen und mit anderen Fahrern kollidieren. Erhalte am Rennwochenende weniger als 3 Verwarnungen. Wegen Kurvenschneidens, das ist auch mal riskant. In Saudi-Arabien. Ich mache hier, schließe 5 Runden während eines Rennwochenendes ohne Strafen und Verwarnung ab. Das kriege ich hin. Muss ich mich halt zusammenreißen. Und bei der Strategieanalystin machen wir, schließe eine gefahrene Runde in 2 verschiedenen Sessions ab. Ja gut, das ist ja quasi, wenn ich im Training einfach nur meine Ressourcenaufgaben da mache. 5 Meisterschaftspunkte, so weit bin ich noch nicht. Lass mich hier erstmal reinkommen. Okay, da habe ich mir die Ziele gesetzt. Bei der FE kann ich hier irgendwas machen. Das habe ich ja hier in Entwicklung gebracht. Kann ich sonst noch irgendwo ein Upgrade holen? Das holt Russell. Das holt auch Russell. Ich meine, er ist jetzt derjenige, der uns erstmal die Sachen nach Hause bringen muss, weil ich habe leider noch wenig Ressourcenpunkte. Also hier können wir dann auch nichts weiter machen. Ich finde das aber sehr, sehr spannend. Vor allem mit den Spezialisten hier. Ich bin gespannt. Da werden wir dann natürlich mehr Ressourcenpunkte kriegen. Heißt, wir können dann auch schneller quasi uns die Teile holen. Ich finde das okay. Ich finde das super. Ich finde das eine super Neuerung. Und dann hoffe ich, dass wir das in Saudi-Arabien ja ähnlich gut hinkriegen wie dann in Bahrain. Also macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo, wenn ihr die weiteren Rennen, diese Karriere nicht hier verpassen wollt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Macht's gut, ciao, ciao.